Schließ die Augen. Was siehst du, wenn du an Italien denkst? Wahrscheinlich eine Zypressenallee, die sich durch die sanften Hügel der Toskana schlängelt. Du siehst die honigfarbene Nachmittagssonne, die auf die Fassade eines alten Steinhauses fällt. Du hörst das Klirren von Weingläsern auf einer belebten Piazza, das Lachen von Menschen, das ferne Läuten einer Kirchenglocke. Du riechst den Duft von Zitronen, Rosmarin und frisch gebrühtem Espresso. Es ist ein Traum, der uns allen ins Herz geschrieben ist. Der Traum von La Dolce Vita, dem süßen Leben. Ein Leben, das nicht von Effizienz und 5-Jahresplänen regiert wird, sondern von Schönheit, Leidenschaft, Genuss und einem Hauch von liebenswertem Chaos. Es ist die ultimative Flucht aus dem grauen, durchgetakteten Norden. Aber was, wenn ich dir sage, dass die Postkarte lügt? Was, wenn hinter dieser perfekten Fassade eine Realität wartet, die dich zermürben, frustrieren und an den Rand der Verzweiflung bringen kann? Was, wenn ich dir sage, dass das Auswandern nach Italien für viele nicht der Beginn eines Traums, sondern das Erwachen in einem Albtraum aus Bürokratie, Stagnation und Ernüchterung ist? Bevor du dein altes Leben verkaufst, um unter der toskanischen Sonne wiedergeboren zu werden, lass uns über die Wahrheit sprechen. Lass uns die ungeschriebenen Gesetze und die harten Fakten sezieren, die im Kleingedruckten deines Auswanderertraums stehen. Der erste Gegner, dem du begegnest, ist unsichtbar, allmächtig und hat unendlich viel Zeit. Es ist die italienische Bürokratie, ein Labyrinth, das Kafka vor Neid erblassen ließe. Stell dir vor, du willst nur eine einfache, grundlegende Sache erledigen. Du willst deine Residenza, deine offizielle Anmeldung im Rathaus beantragen. Du nimmst dir einen Vormittag frei. Du ziehst eine Nummer. Du wartest. Nach 2 Stunden kommst du endlich an die Reihe, nur um zu erfahren, dass du das falsche Formular hast, dass eine Marca da Bollo, eine Steuermarke fehlt, die du nur in einem Tabakladen am anderen Ende der Stadt kaufen kannst. Du rennst los, kommst zurück, verschwitzt und abgehetzt, und der Schalter ist geschlossen. Mittagspause. Der Beamte zuckt mit den Achseln und sagt Domani, morgen. Und wenn du am nächsten Tag wiederkommst, hat ein anderer Beamter eine andere Meinung darüber, welches Dokument du wirklich brauchst. Und das ist nur die Aufwärmübung. Der wahre Wahnsinn beginnt, wenn du ein Haus kaufst oder, Gott bewahre, renovieren willst. Die bürokratischen Hürden für Baugenehmigungen sind legendär. Du wirst Monate, manchmal Jahre, im Wartezimmer deines Geometra, eines lokalen Vermessers, verbringen, der versucht, deine Pläne durch die Mühlen der Verwaltung zu bringen. Jeder Schritt ist ein Kampf gegen eine langsame, oft unlogische Maschinerie. Und wehe, du gerätst in einen Rechtsstreit. Die langsame Justiz des Landes ist berüchtigt. Ein einfacher Vertragsstreit, der in Deutschland in 6 Monaten entschieden wäre, kann sich hier über 5, 7 oder sogar 10 Jahre hinziehen und dich finanziell und emotional ruinieren. Parallel dazu wirst du vom komplexen Steuersystem erdrosselt. Italien gehört zu den Hochsteuerländern Europas. Einkommensteuersätze von bis zu 43%, dazu regionale Zuschläge, Sozialabgaben und eine Steuerbehörde, die gnadenlos digitalisiert und vernetzt arbeitet. Du wirst mehr Zeit mit deinem Kommerzialista, deinem Steuerberater verbringen, als mit deinen neuen Freunden, nur um zu versuchen, nicht in eine der unzähligen Fallen zu tappen. Ein falsches Kreuzchen auf einer Erklärung, ein verspäteter Zahlungseingang und du bist sofort mit Strafen und Mahngebühren konfrontiert. Wer denkt, er könne einfach durchrutschen, macht sich Illusionen. Italien ist in vielerlei Hinsicht nach außen chaotisch, aber die Steuerbehörde ist hochmodern und gnadenlos effizient. Der zweite Gegner ist die wirtschaftliche Realität. Der Traum, in Italien einen tollen Job zu finden, kollidiert mit einem der stagnierendsten Arbeitsmärkte Europas. Die Jugendarbeitslosigkeit ist, besonders im Süden, dramatisch hoch. Du konkurrierst mit hochqualifizierten jungen Italienern, die bereit sind, für einen Bruchteil deines erwarteten Gehalts zu arbeiten. Die Löhne sind deutlich geringer als in Deutschland oder Nordeuropa. Als Ingenieur in München verdienst du vielleicht 80.000 € im Jahr. In Mailand für den gleichen Job wärst du mit 45.000 € schon gut bedient. Du lernst schnell das wichtigste Wort der italienischen Arbeitswelt: Raccomandazione. Eine Empfehlung. Ein Vitamin B, das hier nicht Kür, sondern Pflicht ist. Ohne familiäres oder soziales Netzwerk bleibst du ein Außenseiter, egal wie stark dein Lebenslauf glänzt. Und du wirst mit der harten Realität des starken Gefälles zwischen Nord und Süd konfrontiert.
Mailand ist nicht Neapel. Bologna ist nicht Bari. Im wohlhabenden, industrialisierten Norden findest du eine Wirtschaft, die halbwegs an europäische Standards anknüpft. Im Süden, dem Mezzogiorno, findest du oft eine wunderschöne Landschaft, aber auch weniger Infrastruktur, weniger Chancen und eine tiefere wirtschaftliche Depression. Der Traum vom billigen Haus in Sizilien kann schnell zum Albtraum werden, wenn du merkst, dass der nächste gute Job 500 Kilometer entfernt ist und die Internetverbindung kaum für eine E-Mail reicht. Selbst ein Netflix-Stream kann zur Geduldsprobe werden. Selbst wenn du dein Geld von außerhalb mitbringst, bleibst du nicht von den Realitäten verschont. Das Gesundheitssystem, obwohl grundsätzlich gut, leidet unter genau dieser Kluft. Im reichen Norden, in der Lombardei oder in der Emilia-Romagna kann es Weltklasse sein. Aber je weiter du nach Süden kommst, desto mehr leidet es unter Unterfinanzierung und Missmanagement. Du hörst von monatelangen Wartezeiten für wichtige Untersuchungen, von überfüllten Krankenhäusern. Wer etwas auf sich hält, weicht dann in private Kliniken aus und zahlt kräftig dafür. Gleichzeitig wirst du auf allen Ebenen der Gesellschaft auf die ungeschriebenen Regeln von Korruption und Vetternwirtschaft stoßen. Es ist nicht immer die offene Bestechung. Oft ist es ein subtiles System von Gefälligkeiten und Beziehungen, das entscheidet, ob du Erfolg hast oder scheiterst. Du willst eine Genehmigung? Vielleicht musst du den Neffen des Bürgermeisters einstellen. Du willst einen Auftrag? Vielleicht musst du über einen bestimmten, überteuerten Lieferanten einkaufen. Es ist ein System, das für Außenstehende undurchschaubar und zutiefst frustrierend ist. Und das dich daran erinnert, dass Meritokratie hier nicht das letzte Wort hat. Du träumst vom Leben in einer der berühmten Städte. Mach dich bereit für die Realität der hohen Lebenshaltungskosten. Dein romantischer Traum von einer kleinen Wohnung in Rom oder Florenz wird schnell von Mietpreisen zerstört, die dein Budget auffressen. Das Leben im Zentrum dieser Städte ist ein Luxus, der oft nur Touristen oder sehr wohlhabenden Einheimischen vorbehalten ist. Du wirst feststellen, dass du für den Preis einer winzigen Stadtwohnung in Deutschland ein ganzes Haus bekommen könntest. Der abendliche Aperitivo, das Essen im Restaurant, all das summiert sich zu Kosten, die den finanziellen Vorteil des Umzugs schnell zunichte machen. Und über all diesen praktischen Hürden schwebt die größte Mauer: die Sprache. Du denkst vielleicht, du lernst Italienisch mit ein paar Apps und einem Volkshochschulkurs. Du wirst lernen, einen Cappuccino zu bestellen und nach dem Weg zu fragen. Aber du wirst nicht lernen, mit einem Beamten über die Feinheiten deines Antrags zu streiten. Du wirst nicht lernen, einen Handwerkervertrag im Detail zu verstehen. Du wirst bei einem Abendessen mit Einheimischen sitzen, die in ihrem schnellen, dialektgefärbten Italienisch gestikulieren und lachen, und du wirst nur die Hälfte verstehen. Du wirst lächeln und nicken, aber innerlich fühlst du dich wie hinter einer Glaswand. Ohne die Sprache fließend zu beherrschen, bleibst du immer der charmante Straniero, der Ausländer. Bewundert, gemocht, aber nicht wirklich einer von ihnen. Und auch wenn du die Sprache beherrschst, bleibt die Mentalität eine Herausforderung. Italiener leben langsamer, spontaner, weniger planbar. Für viele Nordeuropäer wirkt das romantisch, bis man selbst Termine, Deadlines und Verbindlichkeiten braucht. Domani kann morgen bedeuten oder in 3 Monaten. Wer mit deutscher Gründlichkeit nach Italien geht, wird irgendwann kapitulieren oder verzweifeln. Am Ende ist das Auswandern nach Italien keine rationale Entscheidung, die man auf einer Pro- und Kontraliste treffen kann. Es ist wie eine leidenschaftliche, aber oft schmerzhafte Liebesaffäre. Du musst die Schönheit so sehr lieben, dass du bereit bist, die tiefen, frustrierenden Mängel zu ertragen. Du musst bereit sein, für jeden Moment unbeschreiblicher Schönheit einen Preis in Form von Nerven, Zeit und Geld zu bezahlen. Komm nach Italien, aber komm nicht als Flüchtling aus deinem alten Leben. Komm als Realist mit offenen Augen. Komm, weil du bereit bist, die ganze Wahrheit dieses Landes zu umarmen. Seine atemberaubende Schönheit und sein herzzerreißendes Chaos. Goethe schrieb einst: Italien ist das Land, in dem die Zitronen blühen. Dieser Satz fasst die Sehnsucht zusammen, die seit Jahrhunderten Menschen aus dem Norden in dieses Land zieht. Doch schon Metternich bemerkte nüchtern: Italien ist das Paradies der Reichen, das Fegefeuer der Mittelklasse und die Hölle der Armen. Zwischen dieser romantischen Verheißung und der harten Realität spannt sich bis heute der Bogen, in dem jeder Auswanderer seine eigene Wahrheit finden muss. Umberto Eco meinte: In Italien funktionieren die Dinge nicht, und das ist der Zauber. Und genau das ist der Schlüssel.
Wer hier leben will, muss die Widersprüche akzeptieren. Das Chaos und die Schönheit, die Improvisation und die Leichtigkeit. Italien ist kein Land für Pedanten, sondern für Liebhaber. Vielleicht ist Italien deshalb am besten zu beschreiben mit dem Satz: Italien ist wie eine Geliebte. Verführerisch, aber kompliziert. Wer bereit ist, sich auf diese Liebesaffäre einzulassen, wird Momente erleben, die nirgendwo sonst möglich sind. Wer jedoch Ordnung, Effizienz und Sicherheit sucht, der wird sich früher oder später fragen, warum er nicht einfach zu Besuch geblieben ist. Und doch, wenn man einmal hier gelebt hat, bleibt immer etwas zurück. Anna Magnani brachte es auf den Punkt. Wenn man einmal in Italien gelebt hat, verzeiht man ihm alles, sogar Italien selbst. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.